Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute muss es auch mal leider so eine Folge geben. Wenn ich schon dabei bleibe und täglich versuche, ein Video hochzuladen, dann kommt man einfach nicht drum rum, auch mal eine Folge zu machen, in der man einfach mal an die Sachen rangeht, die man sonst, sage ich mal, mehr oder weniger immer so ein bisschen vor sich hinschiebt, so ein bisschen das alles aufstaucht mit der Zeit, ja. Und es geht heute um das Inventar, dass das auf jeden Fall bei mir dringend mal ein bisschen aufgeräumt werden muss. Es ist wie im Real Life, man hat dazu keine Lust, aber es muss halt auch mal gemacht werden. So, ne? Und ja, wir haben ja auch noch hier die Truhe, da haben wir auch noch ein paar Sachen drin, ja. Zum Glück, ich hatte schon nachgesehen, zum Glück haben wir heute bei der Hexe hier die Schuhe am Start, was sehr, sehr nützlich ist, denn dadurch können wir nochmal ein bisschen was an Gold gewinnen und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen Platz schaffen. Und mit den Edelsteinen muss ich mal gucken, wie es aussieht, dass ich da eventuell irgendwo noch jemanden Begleiter oder so einen Edelstein gebe. Aber ja, wie ihr vielleicht wisst, behalte ich immer noch mal ein, zwei Edelsteine extra auf, um dann halt, falls ich ein gutes Item mal zufällig finden sollte, was bei mir übrigens in letzter Zeit jetzt wieder runtergegangen ist. Die Epic-Fundrate ist bei mir in letzter Zeit, nachdem ich mein großes Hoch hatte, kam danach jetzt gar nichts mehr. So, seitdem ich das letzte Mal was gefunden hatte, nichts mehr. Ne, auf keinem meiner Server, so auch nochmal so dazu gesagt, ne, am Rande nochmal. Und ja, deswegen bewahre ich mir immer so ein, zwei Edelsteine immer auf pro Klasse, um dann halt, ja, falls ich das Glück haben sollte, mal ein wirklich gutes Item zu finden, was ich auch mal, ja, gebrauchen kann und auswechseln muss, dass ich dafür dann den richtigen Edelstein am Start habe, weil wenn ich nämlich alle Edelsteine loswerden sollte und mich auf die Suche mache nach dem bestimmten Edelstein, den ich brauche, dann finde ich den nämlich für lange, lange Zeit nicht. Das Spiel kenne ich nämlich auch schon, ja, und deswegen, ja, mache ich das immer so, dass ich mir da ein bisschen was aufbewahre. Ich denke mal, die meisten von euch werden das genauso handhaben und ja, ist ja auch mit, denke ich mal, so das Klügste, wenn man schon ein bisschen Inventarplatz hat. Gut, jetzt habe ich aber so viele Edelsteine, dass es halt einfach zu viel ist und deswegen muss ich schauen, welche da die besten sind, damit ich auch dementsprechend ein bisschen was ausrümpeln kann. So, wir gucken erstmal, haben wir hier schon wieder was zum Würfeln? Jawolli. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal Kristalle, okay, nix. Was haben wir heute als Daily? Okay, einmal mit bloßer Hand, das machen wir gleich noch. Glücksrad haben wir schon gedreht. Okay, gut. Dann können wir uns jetzt langsam, denke ich mal, ranmachen und wir fangen mal an mit den Schuhen hier, weil das ist nämlich das, was ja, als erstes und am schnellsten weggeht. Natürlich kann ich das alles hier in den Kessel schmeißen. Das ist auch im Prinzip genau das, warum ich das Ganze eigentlich mache, mit Schatzkammer ausbauen, anstatt die Edelsteinmine weiter ausbauen, was, ja gut, was jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel ist, weil ich gerade die Edelsteinmine ausbaue, anstatt die Schatzkammer, aber das lag daran, weil wir letztes Mal Ressourcen-Event hatten und meine beiden Ressourcen hier komplett übergelaufen sind und die Edelsteinmine ja ein bisschen mehr kostet als die Schatzkammer, habe ich jetzt mal die Edelsteinmine wieder einmal ausgebaut, danach baue ich wieder die Schatzkammer aus. Ja, je nachdem mache ich das immer so, aber falls ich so viele Ressourcen am Überlaufen habe, sodass ich an das Cap komme, dann mache ich einmal die Edelsteinmine, weil das halt deutlich mehr kostet von den Ressourcen her. So, dann kann ich wieder ein bisschen was farmen. Genau. So, aber was ich sagen wollte, das ist genau der Grund, warum ich das eigentlich mit der Schatzkammer so weiter mache. Einfach dadurch kann ich mir dann so eine Sachen dann mehr aufheben im Inventar, kann die dann bei der Hexe dann abgeben, falls das mal dran kommt, dann ein spezielles Item. Und ja, dadurch kann ich mir extra ein bisschen ja, Money Farm, ein bisschen Gold noch zusätzlich verdienen, was ich bei der Edelsteinmine nicht kann. Da wären ja nur meine Edelsteine per se besser, aber ja, davon habe ich ja dann auf lange Sicht gesehen nichts, deswegen ja, aber von der Schatzkammer denn schon, weil in der Zeit kann ich dann halt auch, ja, die Edelsteinmine kann ich früher oder später immer ausbauen. Schatzkammer kann ich jetzt schon Sachen finden und die jetzt schon bei der Hexe verkaufen. Das kann ich später dann nicht. So. Also deswegen finde ich Platz momentan ein bisschen besser als die Edelsteinmine hochzuballern, auch wenn es ziemlich, ja, man hat natürlich von den Edelsteinen jetzt mehr, wenn man die jetzt hochballert in der Rangliste. Allerdings auf lange Sicht gesehen, glaube ich, bin ich da eher Fan von der Schatzkammer.
So, dann gucken wir mal. Der kann auf jeden Fall weg. Wir haben hier noch einen Stein drin. Wir haben auch noch ein paar Epics. Wir haben viele Stärkesteine hier. Da gucken wir jetzt erstmal. Da werden wir jetzt ein bisschen was los. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein paar 1600. Okay, der kann auf jeden Fall weg. Dann haben wir den hier, der kann noch weg. 2 hebe ich mir auf, denke ich mal. Oder eigentlich reicht es, wenn ich mir einen aufhebe. In der Zeit finde ich wieder 9. Zack. Und den werden wir auch verkaufen. Beim nächsten Mal, wenn ich so viele Items habe, werde ich das, glaube ich, so machen. Wir können ja mal gucken. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Nee. Eigentlich sind die up-to-date. Relativ die Sachen, die ich hier bei meinem Begleiter jetzt zumindest bei Stärke habe. So, dann gucken wir mal bei Geschick. Bei Kunigunde. Da haben wir einen unter 1602. Okay, die sind alle relativ scheiße, die ich hier habe, die Edelsteine. Die sind alle schlechter. Also, ja, brauche ich die 2 schon mal nicht. Den hebe ich mir auf. So, und dann werde ich den hier mal... Obwohl, ich werde die mal hier unten lassen. So. Und, jetzt muss ich mal ein bisschen schauen. Und meine Schatztruhe hier, die werde ich dann dafür nutzen für Sachen für die Hexe zum Zerlegen. Oder zum im Kessel schmeißen. So, von den schwarzen Edelsteinen brauchen wir jetzt ein bisschen mehr. So. Da schauen wir mal. Ich muss das immer so ein bisschen autistisch machen. Ich muss immer nebeneinander legen hier. Das macht sich halt auch einfacher. Wir schauen erstmal, was sagen denn die Begleiter. Oder was sagt denn mein Main? Was hat der denn für Edelsteine hier? 1022, 38, 19. Das ist nur das niedrigste. 19. Okay, da könnten wir schon ein bisschen upgraden. Aber die Items sind auch relativ alt. Da ist mir, glaube ich, der Verkaufswert jetzt ein bisschen wichtiger, der Skill Point. Den verkaufen wir auch noch. Und von denen behalten wir mal 2 Stück über. So, dann haben wir von jedem jetzt ein bisschen was am Start. Obwohl irgendwie stören die mich hier im Inventar auch. Aber hier kann ich zumindest den Platz ein bisschen ausnutzen. So, was haben wir hier noch für Sachen? Gucken wir auch gleich mal drauf. So, weil wie gesagt, so eine Folge, ich weiß nicht wie lange das geht, so eine Folge muss aber halt mal auch mal sein, damit wir hier ein bisschen Ordnung überall schaffen in den Inventar. Braucht halt ein bisschen Zeit, aber ja, muss halt auch gemacht werden. So, hier haben wir jetzt erstmal schon gut Platz. So, was haben wir denn hier? Wir haben ganz gute Items eigentlich. Das stimmt, das war das Item, wo ich... da war ich mir nicht ganz sicher. Da verzichte ich auf plus 17 Widerstand gegen alles, bekomme aber plus 47 auf alle 3 meine Hauptattribute. Und hier genauso, hier verzichte ich auf Blitze, bekomme aber plus 32 auf alles. Da habe ich halt gar keinen Plan, was ich damit machen soll, ganz ehrlich. Weil was ist da jetzt besser? Eher auf die Widerstände verzichten, plus 17%, oder die 47 Attribute plus mitnehmen. Ich persönlich würde jetzt sagen, dass die plus 47 Attribute besser sind als die plus 17% Widerstand gegen alles. Natürlich will man... Ja, moin. Natürlich will man beides zusammen kombiniert haben, das plus 47 plus vielleicht noch einen besseren Widerstand gegen alles, aber das können wir natürlich leider nicht immer alles haben. Deswegen ja, bin ich mir da ziemlich unsicher, was ich damit anfangen soll. Echt kein Plan. Ja, also ich würde, aus meinem Gefühl würde ich sagen, die 47 plus sind besser, als jetzt auf die Widerstands gegen alles plus 17% weiter drauf zu pochen. Aber ich weiß es halt nicht genau. So, ich glaube, die lege ich mal noch hier ins Inventar. Und jo, dann sind wir erstmal soweit hier durch. Ich weiß noch, wie gesagt, das sind so Items, da weiß ich noch nicht genau, was ich mit anfangen soll. Ich könnte das auch zerlegen. Mal gucken, was sagt denn, warte mal, bevor wir hier weitermachen, was sagen denn meine Begleiter zu neuen Handschuhen? Was sagt er dazu? Was hast du hier? Der hat hier gar keinen Boni drauf. Okay, der könnte die gut gebrauchen. Magier auch. Kunigunde nicht so. Ja, also wir haben eine Chance, mal Magier-Handschuhe zu bekommen oder halt hier. Also das wäre am besten. Das wäre auf jeden Fall am besten.
Wir werfen es mal ins Klo, würde ich sagen. Ich habe schon Jahrzehnte keine Quest mehr bekommen bezüglich epischen Gegenständen in die Toilette werfen. Wurde der rausgenommen oder so? Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr bekommen. Werfen wir ins Klo und hoffen mal das Beste. Wie gesagt, ist jetzt kein Item, den ich jetzt hinterher heule für mein Main. Deswegen zerlegen wir das und wir bekommen für den Kundschafter. Ja, das ist natürlich plus 9, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Das ist jetzt nicht großartig besser. Werde ich nicht nutzen. Deswegen zerlegen wir das. Okay, ja, schade. Also muss man halt mal riskieren. Muss man halt mal riskieren. Für meinen Bärtrahmen hätte ich mir das schon gerne gewünscht, weil das ist schon ein bisschen älter, der Handschuh hier, aber kannst du nichts machen. So. Magier wäre auch noch ganz cool gewesen. Aber das hätte ich auch halt wieder verzaubern müssen. Aber dadurch, dass der halt hier auch Qualität auf Gegenstände hat, dann wäre das jetzt auch ziemlich, also eine Win-Situation. Gut, sind wir durch mit dem ersten Server, gucken wir mal auf den zweiten. So, hier, bevor ich hier alles wieder sinnlos zerlege, muss ich hier drauf achten, dass ich hier mehr Metalle bekomme, weil hier bin ich metalltechnisch echt auf einem sehr niedrigen Stand. Ja, ihr seht das hier und deswegen, ja, ich weiß nicht, ich habe die letzten Tage auch nicht oder Wochen nicht dran gedacht weiter, die Gegenstände zu zerlegen, sondern habe sie einfach blind verkauft. Ja, das ist halt einfach so, das macht man halt einfach so, wenn man das gewohnt ist, wenn man keinen Metallmangel von seinem Main kennt, aber auf den anderen Servern ist es halt so und deswegen muss ich hier auch unbedingt dran denken. So, die Folge könnte ein bisschen länger werden, aber das ist auch normal bei so einer Entrümpelungsfolge, ja. Deswegen hoffe ich mal, kann man das auch mal entschuldigen. So, was haben wir hier für ein Equipment an? Farm-Equipment heißt, wir können Quests annehmen. Nehmen wir mal die. So, Würfelspieler, was hast du mir zu bieten? Gold nehmen wir. Nix weiter. Dungeon Fights können wir auch gleich mal versuchen. Machen wir jetzt mal, bevor wir hier anfangen. Hier sieht es eigentlich relativ clean aus, noch im Inventar, aber wenn wir auf meinen Berserker gleich rüber switchen, dann wird es nachher ziemlich kriminell. Ja, das wird, glaube ich, eine ziemliche Aktion. Okay, gut, hier ist nichts weiter passiert. Hier gehen wir ein bisschen rein. Zack, eben gerade resettet vor, keine Ahnung, einer Stunde oder so. Ist noch alles okay. So, hier können wir auch noch schnell mal am Glücksrad drehen. Zack, haben wir das auch und den Gegenstand zerlegen wir auch gleich wieder für Metalle. Muss ich jetzt auf jeden Fall weiter durchziehen, damit ich dementsprechend auch ein bisschen hier meine Ressourcen nutzen kann. So, hier gehen wir noch ein bisschen weiter auf Stärke. Jetzt gucke ich mal gleich in meine Schatztruhe rein. Was haben wir hier? Okay, da haben wir auch ein paar Edelsteine. Das geht aber noch voll fit. Das sind jetzt noch nicht so viele, wo ich jetzt sagen würde, aha, nee, die müssen jetzt ausgetauscht werden hier. Wir haben hier zweimal einen Intelligenzstein, 1000. Okay, da kann der nämlich schon mal weg. Und den Rest behalten wir hier, das ist gut. Mal gucken, was war das für ein Ring gewesen? Der war bestimmt schlechter hier, ne? Ja, okay. Gut, dann muss ich mal gucken, für wen war der denn hier? Für Stärke. Okay, plus 37. Ja, damit kann er nichts anfangen. Ich glaube, den wollte ich auch in die Toilette schmeißen. Jetzt habe ich aber schon Stein reingeschmissen. Oh, jetzt muss ich da wieder einen Tag warten. Okay, muss ich mir merken, Tag warten. Und dann kann ich hier den Ring reinschmeißen und vielleicht bekommt den Begleiter. Das wäre ganz cool. Marquardt würde sich freuen. Kunigunde würde sich richtig freuen. Deswegen warten wir da mal ab. Okay, gut. Ja, da können wir jetzt leider nichts erstmal machen. Was sind das hier für Items? Warte mal. Da gucken wir gleich auch mal. Wenn wir hier schon mal dabei sind, dann machen wir das gleich ordentlich. Plus 28, okay. Alle Attributs kann ich auch in die Toilette schmeißen. Plus 28. Widerstand gegen Blitze. Plus 18. Kann alles in die Toilette. Okay, gut, muss ich mir merken. Muss ich 3-mal hintereinander in die Toilette schmeißen. Hier angefangen mit dem Item. Und vielleicht kommt da ein gutes Begleiter-Item bei raus. Okay, gut. Dann sind wir auf dem Server fertig. Dann gucken wir mal. Jetzt wird es halt kriminell hier auf meinem Berserker. Schauen wir mal, dass wir da ein bisschen entrümpeln. Hier habe ich momentan wieder meine Tränke drin. Ja, durch den Kalender macht sich das gut. Wo räumen wir am besten auf? Ich weiß nicht ganz genau.
hier vielleicht nochmal versuchen. Schade. Ja, bin ich auch noch momentan dabei, ein bisschen hier die Dungeons noch aufzuräumen. So, okay, hier haben wir nichts weiter. Glücksrad drehen wir mal. Und ja, im Shop irgendwas? Nö. Gut, dann fangen wir mal an. Wie sieht es eigentlich hier aus mit den Metallen? Okay, hier muss ich auch ein bisschen mehr zerlegen. Zack. Ja, ziemlich viele schwarze Edelsteine, was jetzt erstmal nicht schlimm ist. Wir gucken erstmal, bevor wir hier was machen. Oh, ich muss auch noch meine Begleiter hier mal hochskillen. Das muss ich auch noch machen. Wir haben hier sehr viele Inchsteine. Mal gucken. Wie sieht es denn aus? Was haben wir denn hier überhaupt für Items? Wir haben ein Geschick-Item. Ja, damit kann ich natürlich jetzt nicht so viel anfangen. Was sagt denn die Kunigunde dazu? Plus 83. Lohnt sich auf jeden Fall. Edelsteinsockel können wir leider auch nicht hinzufügen für Free-to-Play-mäßige Verhältnisse. Aber würde ich sagen, behalten wir erstmal. Was haben wir hier? Auch Geschick-Item. Okay. Kann ich aber alles nicht sockeln. Das ist halt das Problem hier auf meinem Free-to-Play-Account. Eine Stärke-Waffe haben wir hier. Der Battle Mage rastet aus. So, nehmen wir mal hier. Schalten wir mal so. Gehen wir noch kurz auf mein Main. Nehmen wir auch noch eine Quest an. Denn Effizienz muss sein. Das predige ich seit Tag 1. So. Hier. Was haben wir denn hier? Plus 46 Durchschnittsschaden. Plus 27 in den Werten. Bisschen schlechtere Spanne, aber nicht ausschlaggebend. Können wir aber allerdings auch nicht nutzen. Das sind alles Items, die können wir hier nicht nutzen, weil wir halt dafür nicht genug Ressourcen haben, die zu sockeln. Das ist sehr schade. Geschick. Was haben wir hier? Achso, das war plus 86. Das war plus 83. Können wir das im Prinzip wegschmeißen hier? Warte mal, das war beides Geschick hier, ne? Geschick und Geschick. Ja. Im Prinzip können wir das schon mal zerlegen. Was haben wir hier? Stärke. Plus 5 kann ich nichts mit anfangen. Was sagt mein Krieger? Plus 41. Ja, aber ganz ehrlich, können wir auch in die Toilette schmeißen. Dann bekommen wir ein Geschick-Item wieder raus. Was auch sehr gut ist. Aber was wir auch erstmal nicht nutzen können. Genau, ja, das ist halt sehr schade. So, dann schauen wir mal. Wir haben hier nur 2 Geschicksteine. Wie sieht es aus mit denen hier? Da können wir die beiden wegballern und nehmen das ins Inventar. So, von denen hier nehmen wir mal den weg. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht ganz drauf geachtet, ob wir da jetzt... Kann auch sein, dass ich da jetzt ein paar Punkte Minus gemacht habe. So, wir haben jetzt sehr viele schwarze Edelsteine hier. Da können wir auf jeden Fall auch ein paar verkaufen, aber ich muss mal gucken. Vielleicht können wir... hier lohnt sich das aber schon, allerdings ein paar wieder einzusetzen. Das ist... Ja, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Den zum Beispiel hier. Da können wir den zum Beispiel hier reinsetzen. Oh, hier habe ich schon bei manchen Items, glaube ich, sehr lange nicht mehr drauf geachtet. Okay, das war mit der schlechteste Edelstein, aber plus 380 können wir auch schon austauschen. Dann nehmen wir mal den Stein hier, das lohnt sich schon, würde ich sagen. Und 14, das ist alles plus 400. 391, haben wir da noch irgendeinen? Ja, weiß nicht, da können wir noch den hier... So, dann haben wir ein bisschen Freiraum, den Rest behalte ich auf jeden Fall für bessere Items. So, die Steine behalten wir jetzt auch alle hier. Fehler im System, nice, sehr gut. Ja, dann machen wir es erstmal so. Haben wir hier noch 300, dann nehmen wir hier den besseren. Genau, und mehr Platz haben wir jetzt erstmal nicht. Okay, dann haben wir das aber erstmal auch hier ein bisschen aufgeräumt. Hier habe ich generell ein bisschen mehr Platz im Inventar, einfach dadurch... dass ich hier kein Farm-Equipment habe, was schon sehr, sehr nervensparend ist, sag ich mal. So, kommen jetzt auf den letzten Server hier und dann sind wir durch mit der Entrümpelung. Dann bin ich jetzt erstmal schon wieder das schlechte Gewissen ein bisschen los. Ja, dass wir jetzt erstmal hier monatelang nichts weiter großartig im Inventar gemacht haben. Zack, easy besiegt, da bin ich auch sehr behind. Bei den Pet-Kämpfen muss ich hier ein bisschen hinterher hinken oder muss ich ein bisschen schauen, dass ich hier ein bisschen hinterher komme, besser gesagt, weil die habe ich auch sehr vernachlässigt.
Aber ja, so ist das auf dem Server hier. Man kennt die nicht anders. So, dann gehen wir noch hier drauf. Und ja, hier haben wir ja eh noch keine Truhe frei. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben dafür sehr viele Items aus verschiedenen Dungeons, Turmetagen und so weiter. Ja, deswegen schauen wir mal, was wir davon wirklich gebrauchen könnten. Wir haben hier einen Magierstab, 2 Stück, um genau zu sein. Der eine ist gesockelt, der andere nicht. Der andere ist aber besser. Das ist wieder eine sehr brenzliche Situation hier. Könnten wir das sockeln? Nein, hier haben wir auch zu wenig Metalle. Das ist auch überall derselbe Scheiß hier. Okay, dann gucken wir erstmal die Items, die wir nutzen können. Das sind alle Attribut-Items, sind nicht sehr gut. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Stärke-Rüstung, die braucht unser Krieger. Plus 96. Die können wir ihm schon mal geben hier. So, dann haben wir hier, das können wir in die Toilette hauen, bekommen eine Magierrobe raus. So, plus 17. Könnten wir eventuell tauschen. Allerdings habe ich momentan keinen richtigen Stein dafür. Wir haben hier einen schwarzen Edelstein, aber den will ich noch nicht gebrauchen. So, was haben wir hier für einen Gürtel? Das ist ein Intelligenzgürtel. Der ist auch besser. Ja, aber stimmt, auch wir haben hier alle Attribute. Ich habe da auch keinen richtigen Edelstein für. Das ist hier das Problem. Schuhe, alle Attribute, aber gesockelt. Ist, glaube ich, nicht so der Bringer wie Paketboten. Deswegen zerlegen wir den Gegenstand hier. So, Handschuhe. Wir gucken uns erstmal die Handschuhe an hier. Das sind Intelligenzhandschuhe. Magier, plus 79. Die sind deutlich besser. Habe ich aber auch keinen Edelstein. Ich habe nicht mal Edelsteine für meine Items, die ich eh schon hier drin habe. Was sagt denn hier die Edelsteinmine? Die ist fleißig am Suchen, es dauert aber sehr lange. Okay. Ja, deswegen behalten wir das erstmal. Oh, ich würde ja gerne den Stab hier, also den würde ich gerne nehmen, aber leider habe ich hier nicht die wirklich guten Edelsteine oder die passenden dafür. Alle Attribute, ganz ehrlich, brauchen wir jetzt auch nicht. Gegenstand zerlegen. Scheiß drauf. So, wir haben hier Stärke, ein Stärkehütchen. Na, das brauchen wir überhaupt nicht. Gegenstand zerlegen, weg damit. So, braucht kein Mensch. Was haben wir hier? Ein Geschickbogen, Kundschafter, was sagst du? Plus 36, ein bisschen besser. Allerdings alle Attribute, ja, nee. Würde ich auch zerlegen. Ja, dann haben wir hier erstmal ein bisschen wieder Platz im Inventar. Hier, da fehlt mir auch noch sehr viel hier bei dem Begleiter hier. Ja, hier haben wir auch noch ein alle Attributs-Item. Brauche ich alles nicht hier. Für einen Kampfmagier. Also hier für ihn hier. Brauche ich nicht. Okay, wir können hier erstmal nichts machen. Gut, dann sind wir jetzt erstmal durch. Folge, 23 Minuten, alles klar. Aber sowas muss halt auch mal, wie gesagt, sein, dass man hier mal ein bisschen durchgeht durch die Server und ein bisschen aufräumt. Ja, braucht immer ziemlich lange, habe ich nie Bock drauf. Deswegen machen wir das mal jetzt gemeinsam hier. So, keine Ahnung, ja, wer sich das überhaupt reinzieht, aber eventuell, ja, hört ihr das ja nur im Hintergrund, während ihr selbst Shakes and Fidget zockt oder so. Das wäre auf jeden Fall auch sehr cool, ja, und dann sind wir durch. Ich hoffe, ja, keine Ahnung, es hat euch vielleicht ein bisschen gefallen irgendwie, so mit dem Frühjahrsputz hier oder mit Jahres-Putz, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Und genau, ja, muss auf jeden Fall, wie gesagt, gemacht werden, auch wenn es keiner machen will. Und dann greifen wir jetzt noch einmal an und dann war es das gewesen für heute. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wo geht jetzt schon wieder was ab hier? Hier auf dem Server. Ich glaube, es ist mittlerweile auch schon dunkel geworden. Ich weiß nicht, muss ich mal am Anfang des Videos schauen, aber es ist, glaube ich, ein bisschen dunkler geworden. Soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.